Moin, ich möchte kurz zeigen, wie man mittels VCP die Spiegelankleidung mittels Funkfernbedienung aktiviert und das ohne Fehler in der Umfeldbeleuchtung. Die Anleitung gilt für alle Gen 3 Türsteuergeräte, sprich Pico 35 Plattform ist da wohl der häufigste Vertreter, Golf 6 etc. Die Anpassung findet nur im Türsteuergerät fahrerseitig statt, also Nummer 42. Die Beifahrertür ist dabei irrelevant, da das Signal von der Fahrertür kommt und in der Beifahrertür nur noch ausgewertet und ausgeführt wird. Um die Codierung durchzuführen, müssen wir die Parametrierung im EEPROM des Steuergeräts ändern. Doch bevor man das macht, empfehle ich ganz dringend ein Abbild des EEPROMs anzulegen. Einfach für den Fall, wenn irgendwas schief geht, dass ihr einen Weg zurück habt. Zuerst wählt man dafür den Diagnosemodus Engineer aus. Um Zugriff auf den EEPROM zu bekommen, muss man anschließend noch den Login 04354 eingeben und das Ganze muss in der Statusleiste vom Fenster mit Key OK bestätigt werden. Mit der Engineer-Kennung könnt ihr jetzt in den EEPROMer wechseln, dazu auf den Button Up und Download in VCP klicken. Hier müssen wir erneut den Login eingeben. Und die Größe des auszulesenden Blocks sollte 512 Bytes betragen. Mit dem blauen Pfeil wird das Auslesen dann gestartet. Und ist das abgeschlossen, speichert ihr den Inhalt in einer Datei eurer Wahl. Ich nenne die Datei in der Regel Kennzeichen, dann Unterstrich Steuergerät und dann die Adresse .hex. In diesem Fall verzichte ich aus Datenschutzgründen mal auf das Kennzeichen. So, das war's schon mit dem Backup. Jetzt geht's an die Änderungen. Wenn wir schon im EEPROMer sind, können wir da auch bleiben. Ich wechsle hierfür mal auf Adresse 189, Dezimalzahl, und die Downloadgröße ist 48. Somit habe ich jetzt nur noch den Block vor Augen, wo ich auch Änderungen durchführen möchte. Die Bytes, die ich gerade markiere, sind interessant für uns. Die müssen vor der Änderung bereits alle auf einem Wert stehen. Wenn sie das nicht tun, stimmt etwas nicht, also das Steuergerät ist nicht kompatibel oder was auch immer. Auf jeden Fall würde ich dann die Änderungen nicht durchführen wollen. In diesem Fall sind alle Werte Hex C2. Mit dem Windows-Taschenrechner lässt sich das jetzt ganz simpel in Binärcode anzeigen. Dazu in den Hex-Modus wechseln und C2 bzw. den Wert, der bei euch steht, eintragen. Anschließend einmal auf die Binäranzeige wählen und schon sieht man die Binärdarstellung. Bit 4 von dieser Codierung ist für die Anklappung per Funkfernbedienung zuständig. Zusätzlich kann man Bit 2 setzen, wenn man möchte, dass die Spiegel bereits bei Öffnung der Fahrertür wieder ausklappen. In diesem Fall haben wir uns entschieden, dass wir es bei Zündung an ausklappen lassen wollen. Daher setzen wir nur Bit 4. Die Erklärung, was die einzelnen Bits machen, packe ich noch in die Videobeschreibung. Die Information hierzu kommt von Skoda Pilot, der diesen in seinem Blog veröffentlicht hat. Danke dafür nochmal. Der daraus entstehende Wert ist hier also D2. Für die 3 Bytes, die ich eben schon gezeigt habe, werden wir diese Werte nun ersetzen. Hierbei ist darauf zu achten, nicht versehentlich die Offsets zu ändern. Aus dem Grund markiere ich zuerst das Byte, was ich ändern will, und gebe sie dann ein. Fangen wir mal an, Adresse 189 ist erste, dann 206 zweite und 223 ist die dritte Änderung. Fertig. Die Änderung wird jetzt noch mittels dem roten Button in den EEPROM hochgeladen. Bitte darauf achten, dass unten in der Statusleiste White OK steht. Passt da etwas nicht, dann muss man eventuell mit kleinen Größen, also 8 Byte arbeiten und dann die Schritte einzeln machen. In der Regel sollte das aber passen. So, das war schon. Ist in der Regel in 2 Minuten erledigt, wenn man nicht so viel erklären muss. Und jetzt kommt noch das obligatorische Beweisvideo. Schieb rein.